Wir beginnen also mit dem Heben und Senken der Bauchdecke. Das Heben und Senken der Bauchdecke ist unser Grund- oder Primärobjekt. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir krampfhaft daran festhalten müssen. Sobald ein Gedanke, ein Geräusch, ein Geruch oder eine körperliche Empfindung so deutlich hervortritt, dass sie unsere Aufmerksamkeit an sich zieht, wird dieser Vorgang zum Gegenstand unserer Betrachtung. Er wird dann zu einem sogenannten Sekundärobjekt. Wichtig ist dabei das Timing. Wir notieren einen Vorgang genau in dem Moment, in dem er entsteht, nicht im Voraus und nicht erst im Nachhinein. Wenn wir das Heben der Bauchdecke bemerken, notieren wir heben, heben. Wenn wir das Senken der Bauchdecke bemerken, notieren wir senken, senken. Zieht dann plötzlich ein Geräusch die Aufmerksamkeit auf sich, heißt es sofort im Moment des Erkennens von dem Geräusch hören, hören. Wichtig ist zu verstehen, dass das Notieren kein nachträglicher Kommentar ist. Es begleitet die Erfahrung in dem Moment, wo sie stattfindet. Theodor Upandita beschrieb das sehr bildhaft mit den Worten face to face with the object. Das heißt, der beobachtende Geist steht dem Objekt unmittelbar gegenüber, von Angesicht zu Angesicht. Hier kommen die Pali-Begriffe Vitaka und Vichara ins Spiel. Der Geist richtet sich präzise auf den Vorgang aus und bleibt bei ihm. Er gleitet nicht nur über die Oberfläche, sondern umfasst das Objekt und taucht tief in die tatsächliche Erfahrung ein. Oder wie Sayadaw U Pandita es ausdrückte, plunge into the object. Der Geist taucht ein wie ein Stein, der ins Wasser sinkt, statt wie ein Korken an der Oberfläche zu treiben. Wenn wir also heben, heben notieren, beobachten wir die Bewegungen und die damit verbundenen Empfindungen genau in dem Augenblick, in dem sie geschehen. Nehmen wir als weiteres Beispiel einen Gedanken. Wir sind gerade bei heben, heben, senken, senken. Plötzlich taucht eine Erinnerung auf. Exakt in dem Moment, in dem wir das bemerken, notieren wir denken, denken. Wir versuchen weder die Erinnerung zu verdrängen, noch analysieren wir sie. Wir fragen nicht, woher kommt das? Warum denke ich gerade daran? Wir machen keine Tiefenpsychologie. Wir betrachten nicht den Inhalt des Gedankens. Wir betrachten lediglich den Vorgang des Denkens selbst. Solange das Denken im Vordergrund steht, bleiben wir dabei. Verschwindet der Gedanke, kehren wir ruhig zum Heben und Senken zurück. Es kann aber auch sein, dass direkt das nächste Objekt unsere Aufmerksamkeit an sich zieht. Vielleicht hören wir plötzlich ein Martinshorn. Dann notieren wir hören, hören. Vielleicht erschrecken wir über das Geräusch. Dann notieren wir erschrecken, erschrecken. Darauf folgt womöglich ein sorgevoller Gedanke. Hoffentlich ist nichts passiert. Dann notieren wir Sorgen, Sorgen. Vielleicht kommt dann schließlich Ärger über die Unruhe. Dann notieren wir Ärger, Ärger. Dass mehrere Vorgänge hintereinander ablaufen, bevor wir zur Bauchdecke zurückkehren können, ist völlig in Ordnung. Das ist kein Fehler. Wir müssen uns nicht nach jedem Objekt sofort zurückzwingen. Es geht nicht darum, das Primärobjekt gegen die Welt zu verteidigen. Es geht darum, das zu erkennen, was jetzt gerade da ist, und es im selben Moment zu notieren.
Erst wenn dieser Vorgang abklingt und nichts anderes im Vordergrund steht, kehren wir sanft zum Heben und Senken zurück. Das Objekt ändert sich, unsere Aufgabe bleibt jedoch immer dieselbe. Erkennen, notieren und beobachten, was jetzt geschieht. Während es geschieht, nicht davor und nicht danach. Aber was passiert, wenn wir das passende Wort für den Vorgang nicht sofort finden? Und warum notieren wir eigentlich zweimal? Darum geht es im nächsten Clip.